Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute bei einem Videodreh für meinen neuen Trailer für den YouTube-Kanal. Und ja, ihr könnt euch das mal anschauen. Wir haben uns hier eine ganz coole Location ausgesucht. Das ist im Hafengelände hier am Rhein. Und ich werde jetzt mal gerade hier die Corvette einmal drehen. Und mein Kollege, der Sven, der wird das Ganze filmen. Wir haben hier eigentlich gute Kulissen uns ausgesucht, wo wir das Ganze auch zu einem außergewöhnlichen Dreh dann machen können. So, jetzt müssen wir ihn mal gerade nach der Meinung fragen, weil da werden sicherlich noch einige Durchläufe hier passieren. Weil beim ersten Mal klappt das normalerweise nie. So, das ist Sven, der Kameramann hier. Und was meinst du zu... Hey Männer, was habt ihr heute vor? Und wie ist der erste Durchgang gewesen? Machen. Wie war der erste Durchgang? Der war in Ordnung. Vielleicht willst du versuchen, ich weiß nicht, ob es geht da hinten, aber 50 bis 100% schneller zu fahren. Alles klar, kriegen wir hin. Geil! Ich denke mal, die Corvette kriegt das hin. Ja. Okay. Made in America. Jetzt kann man vielleicht noch mal sehen hier, wo ich durchfahre. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Jetzt muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Wow. Jetzt holen wir uns noch mal die Meinung an. Der war gut, meinst du? Ha? Der war gut, meinst du? Ja, ich komm, mach's aber nochmal mit der weiteren Linse. Also ich brauche jetzt noch einen Moment Umbaupause. So, schauen wir uns mal das Auto an. Ganz schön staubig hier. Oh Mann, ey. Also gut eingestaubt hier das Heck. Naja. Ich hoffe, man sieht das auch auf dem Video. Aber das bleibt halt nicht aus, wenn man das hier in so einer Umgebung macht. Boah. Krass. Ist schlimm oder was? Du musst so halt ein bisschen gucken, kannst du nicht anders nicht da halten. Jetzt guckt er im Prinzip ab jetzt. Und dann, genau, und diesmal will ich aber die Bewegung dein Auto zu Ende verfolgen. Also so sieht man dein Auto. Also was viele ja nicht wissen, ist, dass Andi ja schon jahrelang Stuntfahrer ist. Ne? Ein paar von euch haben ja vielleicht Lethal Weapon gesehen, war Andys Idee. Fast and the Furious war Andys Idee. Paul Walker ist ja keinen Meter selber gefahren bei Fast and the Furious. Ist ja alles der Andi gefahren. Und haben die das dann da immer langsam gedreht und dann vorgespult? Wir haben das langsam gedreht und dann vorgespult. Ah, okay. Ah, da wird nochmal Sand aufgewirbelt. Nein, das wäre es jetzt gewesen. Hätte ich nicht gefilmt. Wahnsinn. Jetzt guckt euch Andi. Fahr weiter! Ja, für die nächste Szene haben wir ein neues Auto in einem Kieswerk gefilmt. Da haben wir hier das Fahrzeug vor einem großen Sandberg gefilmt und auch andere Einstellungen auch mit der Drohne vorgenommen. Leider ist eine der Kameradrohnen dabei in einen Kiesberg abgeschmiert. Er hat ganz schön was abbekommen. Ja, das Ganze könnt ihr jetzt hier sehen. Da ist die Drohne voll in den Berg reingekracht. Und ja, das Ganze tut mir natürlich schon sehr weh, wenn ich das sehe.
Ich hoffe mal, dass ich die Drohne nochmal repariert kriege. Das wäre schade drum. Und ja, Sven ist auch wieder mit dabei gewesen, direkt im Geschehen, ist mitgelaufen. Und da sind ganz eindrucksvolle Szenen entstanden. Ganz schön staubig bei mir. So, jetzt ist natürlich die Zeit gekommen, die Autos auch wieder sauber zu machen, weil die haben natürlich schon ganz schön gelitten. Schon krass, wie viel Staub sich da entwickelt hat und überall jetzt in den Ecken sitzt. Und ja, ich bin jetzt hier in der Waschbox angekommen und werde die Wagen jetzt erstmal wieder schön von Grund auf reinigen, damit ich damit wieder guten Gewissens nach Hause fahren kann. Okay, jetzt kommt der Endshot. Dürfte spannend sein. Ist deine Lieblingslounge eigentlich auch die Fahrlounge? Die Kamera hört dein Nicken nicht. Okay? Ja, Finn. Ja? Kann man nichts nochmal machen. Ja. Ich würde sagen, Bremsenreiniger. Ja. Und guck mal, dass die. Ja. Oh, jetzt müssen wir aber eine schöne Spur ziehen. Und am besten kommt keiner hier vorbei. Du hast das Feuerzeug? Ja. Hier haben wir es gemacht, oder was? Ja. Das reicht auch? Ja. Ja. Jetzt ziehen wir diesmal die Lunte sehr dünn. Ja, perfekt. Ja. Bereit? Ja. 1, 2, 3. Renn? Ja, guck mal auf den Renn. Drück mal nochmal. Jetzt? Ja, 1, 2, 3. So passt am besten aus, wenn du noch mit der Restseite stehst, ne? So, der Shot ist schon mal im Kasten. Ja? Haben wir das schon mal geschafft. Wozu Bremsenreiniger alles gut ist. Ja? Wichtig ist das. Fahrlounge.de Also du sagst mir, wenn wir können auch gerne einfach noch einen Versuch noch mit. Also ich weiß ja nicht. Ja, wir sind ja da. Wie viel hast du denn eingepackt? Ja, genug. Cool, wir brauchen immer genügend Bremsenreiniger in der Werkstatt oder Alter. beim Videodreh. Das ist das wichtigste Utensil. Wenn Sie der Hersteller vom Bremsenreiniger sind, der Andi Speyerer, der braucht ein Endorsement. Der braucht einen Bremsenreiniger-Deal. Ich gucke jetzt einmal schnell. Ja, genau, das macht Sinn.
Und du guckst mit. Ja, was man nicht alles auf sich nimmt, um ein paar schöne Videoaufnahmen zu haben. Also die Drohne, die hat ein bisschen gelitten hier in dieser ganzen Aktion. Ich werde die jetzt mal zerlegen und dann hoffe ich mal, dass ich die nochmal zu neuem Leben erwecken kann. Die hat nämlich etwas viel Staub abbekommen hier bei der ganzen Aktion. Ich habe gerade schon einen Großteil davon rausgeholt, aber es ist immer noch was drin. So. Ich gebe auf jeden Fall Bescheid, ob man die nochmal nutzen kann. Das wäre schade drum. Ja, wie ihr sehen könnt, funktioniert die Drohne wieder einwandfrei. Das ist auch gut so. Freue ich mich, dann kann ich die beim nächsten Video wieder verwenden. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder auch beim nächsten Mal wieder einschaltet beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Bis dahin, ciao!